Heute schauen wir uns einen Bericht an zum Thema Kirche in Polen. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ein paar Worte zu mir selbst. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls du dich auch für das Thema Polen interessierst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade und würdest meine Arbeit wirklich sehr damit unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Wie schon gerade erwähnt, werden wir uns mal gleich einen Bericht zum Thema Kirche in Polen ansprechen. Dann wird auch ein bisschen das Thema angesprochen, warum die Kirche immer mehr Anhänger verlieren, beziehungsweise warum immer mehr Menschen die Kirche verlassen. Und mich würde an dieser Stelle auch interessieren, wie stehst du persönlich zu der Kirche? Du kannst mir das mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich werde immer so mitten im Video meine Meinung zu diesem ganzen Thema geben und vielleicht auch am Ende des Videos auch nochmal so eine kurze Zusammenfassung machen. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch schon damit an. So, dann geht es jetzt auch los. Ein kleiner Test, ein gewöhnlicher Sonntagmorgen in Polen. Dreimal heilige Messe, dreimal fast leere Kirchenbänke. Die katholische Kirche in Polen in der Krise? Die Kirche hat gerade keine gute Reputation. Ich bin nicht gläubig. Die Kirche ist eine zutiefst toxische Institution. Aber hier, die vierte Messe, die große Ausnahme. Die Johanneskirche in Danzig. Sonntag für Sonntag füllt Propst Krzysztof Niedautowski seine Kirche. Auch mit Musik, vor allem aber mit seinen Predigten, in denen er seiner Gemeinde schonungslos den Spiegel vorhält. Erste Frage an euch. Seid ihr selber Kirchengänger? Also geht ihr regelmäßig in die Kirche oder habt ihr immer so Zeiten, wo ihr in die Kirche geht? Ich kann an dieser Stelle sagen, ich bin jetzt hier wirklich nicht der Sonntagskirchengänger. Ich bin mehr so der, ich sage jetzt mal, sporadische Kirchengänger. Oder ich sage jetzt vielleicht auch mal in Anführungsstrichen, ich bin der in die Kirche geht, wenn man in die Kirche gehen muss, Schrägstrich sollte, zum Beispiel zu Ereignissen, sowas wie Ostern oder so. Ich möchte aber auch an dieser Stelle ganz klar sagen, es ist nicht so, dass ich dazu gezwungen werde. Es ist einfach nur, dass hier meine Frau gerne in die Kirche geht und ich gehe dann einfach dann auch mit. Dann werde ich mich da jetzt auch nicht querstellen. Ich denke, das gehört auch zu einer guten Ehe, wenn man dann in diesem Fall, ich will das jetzt nicht Kompromisse nennen, aber wenn man dann auch aufeinander zugeht und ja, wenn sie in die Kirche geht, und dann gehe ich halt mit. Ich finde das auch vielleicht wichtig für meine kleine Tochter, ihr auch einfach verschiedene Wege des Lebens zu zeigen, verschiedene Richtungen. Wenn sie dann erwachsen ist, kann dann ja auch die Tochter selber entscheiden, geht sie in die Kirche oder nicht, geht sie nicht in die Kirche, aber so gehen wir jetzt als ganze Familie in die Kirche und das ist auch für mich eigentlich ganz in Ordnung. Jeder von uns ist ein bisschen ein Heuchler, ein Schauspieler. Will um jeden Preis gut dastehen, anders, besser, positiver gesehen werden, als er eigentlich ist. Ich muss auch sagen, wenn ich in der Kirche bin und der Papst hält da seine Reden, ich muss zugeben, ich habe immer Probleme, das zu verstehen, weil es in der Kirche so hallt. Ich verstehe dann eigentlich kaum etwas. Das sind eigentlich immer nur so Fragmente, die ich verstehe. Habt ihr auch dieses Problem oder bin ich da wirklich alleine damit? Mich beeindrucken die einzigartigen Predigten. Er deutet die Evangelien so, wie es für unsere heutige Zeit relevant ist. Ich weiß, dass es eine Krise gibt in polnischer Kirche und besonders junge Leute sind so misstrauisch. Das hängt von den Beziehungen an. Also dass wenn man die Leute ernst nimmt und wenn man auch normale Sprache benutzt, das ist ganz wichtig. Aber zurück zu den halbleeren Kirchen. Hierzu kann ich vielleicht auch mal ein paar Worte nennen. Ich denke, oder das ist jetzt nur meine Meinung, warum ich denke, dass immer mehr Leute die Kirche verlassen. Es ist einfach so, man kann ja sagen, die Kirche, das ist so schon etwas Älteres. Ne? Und man muss aber einfach sagen, dass, ja, wie soll ich das jetzt nennen, dass das Grundbuch der Kirche ja irgendwie so ein bisschen die Bibel ist. Und das ist ein verdammt altes Buch, was, ich sage jetzt mal, vor 3000 Jahren geschrieben wurde. Zumindest habe ich das so recherchiert, dass da die ersten Schriften geschrieben worden sind. Falls ich da falsch liege, könnt ihr mich gerne korrigieren. Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit. Früher
muss man auch sagen, vielleicht auch zur Zeit des Mittelalters, da hat die Kirche auch ihre Macht sehr ausgenutzt. Ne? Dann waren da 2, 3 schlaue Menschen, die haben gesagt, bezahlt, wenn nicht, wird Gott böse auf euch sein. Dann hat es angefangen zu regnen und zu donnern und dann, ja, seht ihr, weil ihr keine Steuern bezahlt habt oder was auch immer. Die Kirche war halt sehr in der Politik mit involviert. Heute in Polen ist das vielleicht manchmal auch noch so, dass die Kirche versucht, ihre Finger mit dem Spiel zu halten. Die Menschen möchten das einfach auch nicht. Das ist einfach schon ein bisschen alles so veraltet und keiner möchte auf die Kirche hören und sich eine Predigt anhören und sagen, du bist böse, mach das so und leb jetzt, ich sage jetzt mal ganz, ganz scharf, nach einem Buch, was ganz, ganz alt ist und das ist jetzt dein Leben und mach das. Ne? Und dass dann gerade die Jüngeren, die jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten haben, wo die Welt offen ist, die können jetzt viel mehr entscheiden, die haben die Möglichkeit, etwas zu machen, außer, sage ich mal, in ihrer Provinz zu sitzen und auf Gott zu hören und zu beten, hoffen wir, dass es besser wird, dann wundere ich mich nicht. Ne? Da muss die Kirche auch schon ein bisschen mitgehen, sich modernisieren, was wahrscheinlich schwierig ist, weil die Kirche ja nach einem alten geschriebenen Buch lebt und vielleicht auch sich ein bisschen danach richtet. Und man kann das ja nicht einfach erneuern. Man kann ja nicht sagen, so, jetzt haben wir hier einen neuen Gott oder einen neuen Jesus, was ja, gibt es ja solche Kirchen, die auch sowas erzählen. Da gibt es ja mittlerweile schon ganz viele Religionen. Und das ist dann noch so ein bisschen vielleicht auch dann dieses Kontroverse. Ne? Man hat so viele Religionen, die Menschen möchten nicht mehr nach diesem alten Leben einfach. Ne? Zumindest ist das so mein Eindruck. Aber ihr könnt mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr zu diesem Thema sagt. Vielerorts das realistische Bild des katholischen Glaubens in Polen. Von außen betrachtet hat man diesen Eindruck nicht. An Häusern, auf Plätzen, überall thront er. Johannes Paul II., der polnische Papst. Schon 20 Jahre tot, aber nach wie vor gepriesen und verehrt und inzwischen sogar heilig gesprochen. Leider habe ich mit dem katholischen Glauben nicht viel zu tun, so dass Johannes Paul II. Für mich eine rein historische Dimension hat. Ich habe keine spirituellen Gefühle. Also ich muss sagen, wo er jetzt gerade gesagt hat, der ist schon 20 Jahre tot, mir kommt das gar nicht so lange vor. Also ich hätte jetzt so wirklich, hätte mich jetzt jemand gefragt, wie lange ist der Papst schon verstorben, hätte ich jetzt gesagt, ja so 10 Jahre ungefähr. Also dass das jetzt schon 20 Jahre her ist, also ich kann mich nur sehr gut an den Papst erinnern. Vielleicht auch ein paar Jahre älter, jetzt nicht ganz so alt, aber so, dass man den Papst auf jeden Fall noch in Erinnerung hat. Wahnsinn, also ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht. Dabei war Polen immer das europäische Land mit den frommsten Katholiken. Aktuelle Mitgliedszahlen veröffentlicht die Kirche nicht, aber Umfragen zeigen, gerade viele 18- bis 25-Jährige wollen nichts mehr mit ihr zu tun haben. Vor 30 Jahren noch waren gut 2/3 der jungen Leute praktizierende Katholiken. Inzwischen sind es weniger als 1/4. Das, was ich ja gerade angesprochen habe, ich glaube, das wird auch ein bisschen der Grund sein, weil schauen wir mal, wie Polen vor 30 Jahren waren. Also wir sind jetzt im Jahr 2025. Wenn er sagt 30 Jahre, sagen wir jetzt einfach mal Jahr 1995. Da war das Leben in Polen wahrscheinlich auch noch anders. Da war das wirklich so, dass die Menschen mehr eingeschlossen waren. Ich nenne das jetzt mal so, mehr eingeschlossen waren, weniger Möglichkeiten hatten. Heute ist das ja so, jeder Mensch kann ja schon fast im Prinzip machen, was er möchte. Er kann von A nach B reisen, er kann studieren gehen. Das war früher alles ganz anders. Und da hatten die natürlich jetzt nur diesen einen Sammelpunkt, wo die sich sammeln konnten. Und dadurch, dass jetzt viel mehr Möglichkeiten entstehen, wenden sich natürlich auch Leute der Kirche ab. Ich sag mal später im Video, am Ende des Videos, warum ich will jetzt nicht sagen abgeneigt der Kirche bin, aber was mich dazu veranlasst hat, vielleicht nicht so ganz nah der Kirche zu sein. Ich erzähle das mal gleich. Die Rolle der Priester und den Missbrauch ihrer Macht sehe ich besonders kritisch. Religion und die Institution der Kirche sollten von staatlichen Angelegenheiten getrennt werden. Definitiv. Woher kommt die deutliche Abkehr von der Kirche? Krzysztof Ulanowski forscht dazu an der Universität Danzig. Die jungen Leute wollen nach ihren eigenen Gesetzen und Freiheiten leben. Sie wollen sich von niemandem vorschreiben lassen, was richtig ist und
was falsch. Darum geht ihnen die Einmischung der Kirche manchmal zu weit. Was ich auch gerade eben erwähnt habe, denn die wollen sich von außen nichts sagen lassen. Ne? Und das ist einfach, du gehst in die Kirche, du musst dich hinknien, du musst Reue zeigen und so weiter und so fort. Ich kann mich dann nämlich auch noch erinnern, als man zum Beispiel hier in Polen ist das so, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, wenn du zum Beispiel heiratest, musst du eine Beichte ablegen und du bist dann irgendwie wirklich dann gezwungen, dir etwas vielleicht auch auszudenken, um zu beichten. Also du musst wirklich zum Priester hingehen, du musst dich hinknien und du musst dann erzählen. Das sind einfach Sachen, was heute junge Menschen nicht mehr machen, weil junge Menschen denken sich wahrscheinlich auch im Hinterkopf, wer bist du, dass ich dir jetzt meine Sünden oder meine, so nennen wir es mal Sünden, für mich muss ja nicht alles eine Sünde sein, was auch für die Kirche eine Sünde ist. Und ich glaube, da spaltet es sich auch, was er gerade gesagt hat. Die Leute möchten sich einfach nichts sagen lassen. Ich denke, hier haben wir dann einfach ein bisschen so dieses ganze Problem. Was heißt das konkret? 3 Punkte. Abtreibung. Die damalige rechtspopulistische Regierung erließ ein striktes Abtreibungsverbot. Hunderttausende gingen dagegen auf die Straße. Die Kirche aber unterstützte die Regierung. Für Propst Niedautowski ist das prinzipiell ein Problem. Das ist meine bewusste Entscheidung, dass ich die Politik in die Kirche nicht einmische. Die Kirche soll universell sein, universell. Das heißt nicht parteiisch. Und auch nicht kriminell. Sexueller Missbrauch. Auch in der polnischen Kirche kamen hunderte Fälle ans Licht. Also wenn es gerade darum geht, das ist auch immer so ein Kritikpunkt, ne? Diese sexuellen Missbrauche. Ich meine, das haben, wie er gerade sagt, das ist nicht nur in Polen, ich denke, das ist weltweit. Ne? Und es wird so verschwiegen und da haben wir das wieder. Ne? Die predigen, du musst beichten und so weiter, aber selber tun die solche, man muss das ja sagen, solche grausamen, schlimmen Sachen einfach. Wie gesagt, das ist in Polen, das ist in Deutschland, das wir es in Italien haben, im Vatikan, wir so das haben. Und alle halten zusammen und sind ganz schön still. Und dann kommt dann halt ein Priester, der und sagt so, du musst jetzt ein guter Mensch sein. Und deswegen denken sich auch viele Leute, warum soll ich das machen? Der ist doch gar nicht viel besser. Ne? Also das ist ja, er ist wesentlich schlimmer wie ich und ich soll ihm jetzt meine Beichten erzählen. Ich habe mich auch mal mit einem etwas Älteren darüber unterhalten und in der Tat ist das so. Einige ältere Menschen das nicht akzeptieren wollen, dass die Kirche böse Sachen machen. Ich weiß nicht, ob die das sich selber nicht einreden möchten, aber wenn du denen sagst, ja schau mal, was die Kirche macht, die wollen das einfach nicht glauben. Das geht dann vielleicht schon so ein bisschen in Richtung Fanatismus. Ich weiß es nicht, ich will mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist dann einfach so. Die wollen nicht glauben, dass auch die Kirche etwas Böses macht, weil die Kirche ist rein gut, weil das sind Menschen, die haben nur diesen Glauben und ich verstehe das auch, dass die das nicht loslassen möchten, weil das das Einzige ist, woran die noch ein bisschen glauben, weil die haben nichts anderes einfach. Zudem der Vorwurf, Aufklärung und Aufarbeitung würden verschleppt. Zuletzt ist die Finanzierung der Kirche für viele Polen nicht mehr zeitgemäß. Aus Polens Staatshaushalt fließen jedes Jahr zig Millionen Euro zur katholischen Kirche. Der Staat reagiert. Der Religionsunterricht an Schulen soll halbiert werden. Die Kirchenführung zieht dagegen vor Gericht. In der Johanneskirche kommt der Propst zum Ende seiner doch auch selbstironischen Predigt. Klar, ich vergebe mir. Ich kenne mich so gut. Ich bin doch kein Schwein. Ich bin im Grunde ein ehrlicher Mensch. Er glaubt daran, dass sich die überkommenen Strukturen ändern lassen. Ich glaube zum Beispiel an die kleinen Gruppen, sozusagen die Kirche von unten. Und es lebt und das wird sich viel mehr authentisch entwickeln als die ehemalige polnische Kirche, die sehr von oben gesteuert war. Wir haben die katholische Kirche um ein Interview gebeten. Schriftlich erklärt sie, nicht Popularität und das Bestreben, der modernen Welt zu gefallen, sondern die Treue zu Jesus Christus und seiner Lehre sind das oberste Kriterium für das Handeln der Kirche. Ja, eben, was ich so auch schon vorhin ein bisschen angeschnitten habe, so ein bisschen dieser Fanatismus, die wollen nichts ändern, die haben nur das, die leben halt danach und die können es nicht ändern jetzt einfach. Die können ja jetzt nicht einfach die Bibel schließen und sagen, so jetzt haben wir Bibel 2.0 und jetzt leben wir einfach nach einer moderneren Welt. Man muss einfach sagen, bis vor, sagen wir mal ganz grob, 100, 150 Jahren, da war ja die Welt sehr, sehr, sehr weit zurück. Ne? Sehr, sehr, sehr weit zurück. Ne? Und die Kirche hatte dann ja auch die Möglichkeit, nach deren Version zu leben, weil die Welt ein ganzes Stück lang auch so war, wie es in der Bibel beschrieben
war oder wie es in der Bibel geschrieben ist, dass halt die Menschen, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, nicht die Möglichkeit haben, etwas anderes zu glauben, außer das, was in der Bibel steht, weil es auch die Möglichkeiten nicht gab. Ich sehe es so, die Kirche möchte sich nicht verändern. Lieber soll sich die Welt ihren Vorstellungen anpassen. Richtig. Und doch, zumindest in Einzelfällen bewegt sich etwas. Die fröhlichen Messen in der Johanneskirche könnten ein Vorbild sein. Ja, das war der ganze Beitrag. So, ich schließe das hier mal ganz kurz. Ja, wie gesagt, für mich persönlich ein sehr interessanter Beitrag. Und gerade das Thema Kirche ist auch ein Thema, was mich ein wenig interessiert. Wie ich schon gerade erwähnt habe, ich bin jetzt wirklich nicht der Sonntagskirchengänger. Wenn meine Frau in die Kirche gehen möchte, als ganze Familie gehe ich dann auch sehr gerne mit. Wenn Ereignisse sind, auch so gehe ich in die Kirche, wenn ich darum gebeten werde. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber ich bin jetzt nicht der starke Anhänger. Bei uns die Kirche im Viertel leer ist, weiß ich nicht, kann ich jetzt so gar nicht bestätigen. Jedes Mal, wenn ich dort war, zu Ereignissen war die eigentlich relativ voll. Auch wenn ich dort manchmal spazieren gehe, weil das ist mein Weg halt auch zum Einkaufen. Und ich gehe gerade an diesen Uhrzeiten vorbei, wo dann halt auch gerade die Messe war, dann sieht man da schon Leute rauskommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kirche leer ist, aber ich kann mir vorstellen, dass schon weniger die Kirche besuchen, wie auch im Video erwähnt, wie vor 30 Jahren. Ich persönlich muss sagen, ich habe einfach nicht diesen ganz starken Bezug zur Kirche und das hat auch folgenden Grund. Ich finde, das hat auch vielleicht ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun. Also jetzt nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine schlimme Kindheit hatte oder irgendwie als Kind schlimme Erfahrungen mit der Kirche gemacht habe. Bei mir ist das aber einfach so, dass ich auch damals im Religionsunterricht oder auch so, wenn man da diese Sachen beigebracht gekriegt hat oder aus Erzählungen, das einfach grausam fand. Die ganzen Geschichten, die da passiert sind, da wird jemand ans Kreuz genagelt, da wurde der Jesus halt, nennen wir es mal, gequält und so diese ganzen dunklen Kirchen, diese Musik, die dann da kommt. Ich habe das als Kind als nicht angenehm empfunden und das hat mich auch dazu getrieben, einfach nicht so nah der Kirche zu sein. Ich weiß, dass viele die Kirche besuchen, weil die einfach etwas suchen, wo die sich beruhigen können. Und ich kenne auch sehr viele Menschen, die das so wirklich sagen. Die gehen zur Kirche, weil es sie beruhigt einfach. Die finden, das ist ein Ort der Ruhe. Bei mir ist das ganz anders. Ich finde, die Kirche ist für mich ein Ort ein bisschen der Unruhe einfach. Ne? Aus den Gründen, was ich gerade gesagt habe. Ich finde einfach die ganzen Geschichten dahinter sind grausam und ich versuche mich vielleicht davon irgendwie auch ein bisschen fernzuhalten, einfach von solchen Grausamkeiten und das ist einfach mit einer der Gründe. Grundsätzlich habe ich wirklich nichts gegen die Kirche, wenn die Kirche da ist und die Menschen da hingehen, weil die es brauchen, weil das einfach für die ein Punkt ist, wo die sich gut fühlen, weil die einen Glauben möchten, weil die einen Glauben brauchen, um in gewissen Situationen klarzukommen, ist das für mich völlig in Ordnung und ihr könnt mir das wirklich glauben, ich habe überhaupt nichts dagegen, ich habe nichts gegen die Kirche. Wenn die Kirche da ist, ist das okay für mich. Ich muss aber auch auf der anderen Seite sagen, wenn die Kirche nicht da wäre, würde es mich persönlich wahrscheinlich nicht stören, weil ich auch nicht so diesen ganz starken Bezug habe zur Kirche. Das ist so ein bisschen meine Meinung zu diesem ganzen Thema. Aber eure Meinung zu diesem Thema würde mich mal wirklich sehr interessieren. Ihr könnt mir das mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wie gesagt, seid ihr Menschen, die gerne in die Kirche geht? Seid ihr Leute, die vielleicht weniger in die Kirche gehen? Wieso geht ihr in die Kirche? Wieso geht ihr nicht in die Kirche? Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Da könnt ihr mir das mal gerne in den Kommentaren hinterlassen. Wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen habt zu diesem Thema oder zum anderen Thema, könnt ihr mich auch sehr gerne auf Instagram kontaktieren. Mein Instagram-Name leuchtet jetzt hier oben auf oder ihr könnt mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail-Adressen findet ihr auch auf Instagram oder auf meiner YouTube-Seite. Da könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben, vielleicht mit irgendwelchen Vorschlägen oder Anregungen. Ihr könnt mir sehr gerne Feedback schreiben. Ich freue mich eigentlich über jede Nachricht, die ich von euch kriege. An dieser Stelle danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!